willkommen, Abram. Thank you so much. It's true. The last time I was here, I was preaching on sex and sexuality. So das letzte Mal, als ich da war, habe ich über Sex und Sexualität geredet. And I remember there was a really pretty girl sitting right over here. Und ich kann mich erinnern, da war so ein ganz hübsches So whenever I had Mädchen, eine junge Dame gewesen. So whenever I had a point that I was like, this is really good, Und wann immer ich einen guten Punkt hatte, I'd come over here and preach it right here. und bin ich da übergestanden und habe es genau in die Richtung gepredigt. And it worked. Und es hat funktioniert. Yeah. So thank you for giving me Michelle. So, danke euch, dass ihr mir Michelle überlassen habt. We've made a beautiful little boy together. Und wir haben zusammen einen wunderhübschen jungen Sohn gemacht. I mean, technically she made it. I just was there for parts. Also technisch hat sie es gemacht, ich habe nur einen kleinen Beitrag geleistet. Yeah. But yeah, I'm very excited and honored to be here. Aber ich bin so begeistert, dürfen da zu sein. Yeah. It's my mic. Oh, good. Yeah. So I just want to say, I know you know this, but you've got a really good pastor. So, ich kann nur sagen, ich glaube, ihr wisst es, ihr habt wirklich einen guten Pastor. Yeah. Matthias and Ruth are the real deal. Matthias und Ruth sind the real deal. And they're really good looking. Und sie sehen richtig gut aus. And he has to say everything I'm saying. Und er muss all das sagen, was ich jetzt sage. Isn't he good looking? Hä? Sieht er nicht gut aus? Yeah. Ja! Bam. So today we're going to talk about a really fun subject. So, heute reden wir über ein ganz lässiges Thema. I love seeing God move. Ich liebe es, zuzuschauen und mitzuleben, wie Gott sich bewegt. I love the way he works with us and is always bringing us more levels of freedom and of hope and of joy. Und ich liebe es, wie er mit uns unterwegs ist und ganz neue Stufen von Freiheit, Freude und Frieden bringt. And in my mind, though, I'm just watching humanity and watching the human experience in God's heart. Und ich sehe und kann zuschauen, wie wir das menschliche Herz sehen und Gottes Herz und wie er da unterwegs ist. And I'm looking for, like, where do people get stuck? Und ich bin am Beobachten, wo stecken die Menschen fest unterwegs. Where do we have problems continuing to move forward? Und wo sind die Probleme, die wir erleben, die uns abhalten, vom vorwärts gehen. And one of the big ones I find in all of us Und eines der grossen Dinge, die ich bei uns allen erlebe und entdecke, is pain, ist Schmerz. is getting stuck in pain. Dass man im Schmerz feststeckt. Whether it's disappointment or hurt or heartbreak. Sei es Enttäuschung oder Herzschmerz oder einfach Verletzung. We get stuck. Wir stecken fest in dem. I tell people, or I was telling God, I was like, I don't like the negative emotions. Ich habe Gott einmal gesagt, ich liebe die negativen Emotionen absolut nicht. I like these emotions. Ich mag die Emotionen. Like, these are great. The positive ones are great. Weil die positiven, die sind grossartig. And he said, do you know I made all of the emotions, Und er right? sagt mir, du weißt schon, dass ich alle Emotionen geschaffen habe, I oder? was like, yeah, sure, uh-huh. Ich sage, ja, klar. He's like, and I have all the emotions. Und er sagt, und ich habe die Emotionen alle auch. Okay. Okay. And you should have all the emotions. Und du sollst die alle auch haben. Well, that's just dumb. Aber das ist doch dumm, Herr. He said, I don't call them negative and positive emotions. I call them emotions. Und er hat mir gesagt, ich nenne die nicht positive und negative Emotionen. Ich nenne sie einfach Emotionen. And all of them have a purpose. Und die alle haben eine Aufgabe. And I was like, well, I don't understand that. I think that's dumb. Und ich sage, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie dumm. So he said, I want to show you the healing process then. Und er sagt mir, okay, ich möchte euch den Heilungsprozess zeigen. If you think about a physical wound, So, wenn du an eine physische Wunde denkst, this fascinates me. das ist faszinierend für mich. Are you guys okay if I nerd out for a minute? Und ist das für euch okay, wenn ich das mal so ein bildlich Okay, great. mache? So if I cut my arm So, wenn ich meinen Arm schneide and leave it alone, und es einfach so lasse, God has naturally made a process for my body to heal hat itself. Gott einen natürlichen Prozess eingerichtet, dass mein Körper automatisch selber wieder heilt. The platelets in my blood will run to that spot. Da hat's in meinem Blut hat's so kleine Blättchen, die gehen genau zu dieser Öffnungswunde.
The red blood cells will bring healing. Und die roten Blutzellen bringen Heilung da rein. Sorry, the red blood cells bring oxygen. Also die roten Blutzellen bringen Sauerstoff. The white ones bring healing. Und die weißen bringen dann They Heilung. fight it and they push everything out. Sie kämpfen gegen das, was verunreinigt und And then they das stop raus. the bleeding. Und sie stoppen das Bluten stoppen. And if I leave this alone for 2 weeks, Und wenn ich das 2 Wochen lang einfach so sein lasse, most likely it's going to heal itself. dann wird das mehr oder weniger einfach selbstständig. And und I'll gut. just have, maybe I'll have a little line. Und vielleicht habe ich ganz eine kleine Zeichnung, eine Narbe. Like God has naturally made our body to heal itself. So Gott hat ganz natürlich unsere Körper so geschaffen, dass sie selber sich wieder in Ordnung bringen und heilen. And He's given us all these emotions to help us emotionally heal ourselves. Und er hat uns all die Emotionen gegeben, die uns helfen, dass wir auch emotional wieder heil können werden. The cool thing about physical healing is most of the time you don't have to do much. Und die coole Sache bei dieser Heilung ist, du musst meistens gar nicht viel machen. The unfortunate thing is with emotional healing, He wants us to partner with Him. Aber unglücklicherweise ist bei der emotionalen Heilung, dass er möchte, dass wir da mit im Spiel sind. It's so much fun. Und das macht so viel Spaß. But I've noticed that kids are really good at this. Aber ich habe festgestellt, Kinder sind echt Like gut we in dem. naturally know how to do this. Und so natürlich wissen die, wie das geht. Whenever my son or you see a little kid injure themselves, Wenn ich meinen Sohn anschaue oder irgendein kleines Kind, like they run to you and they're like, ah, it hurts, it hurts. die kommen zu den Eltern, oh, es tut weh, es tut weh. And you go, oh, I'm so sorry, buddy. Und dann komme ich, oh, das tut mir Like, so leid. Are you okay? Geht es dir wieder gut? It's gonna be okay. Hey, es wird alles wieder Like, gut. do you need a hug? Hey, brauchst du eine Umarmung? Yeah. Do you want to sit with me for a Hey, little bit? willst du ein bisschen mit mir da hockeln? Okay. You feeling okay? Ist alles wieder gut? Okay, let's go play. Also komm, spielen wir wieder. And kids are really good at this. Und Kinder sind so gut in dem. And as adults, we're really bad at this. Und als Erwachsene sind wir absolut schlecht in dem. As adults, we come up with a lot of reasons why to not say, oh, that really hurts. Als Erwachsene kommen wir mit einem Haufen Begründungen, warum dass wir nicht sagen, oh, das tut weh. Yeah, we say, well, it's not that big a deal. Und wir sagen, ja, das ist nicht so schlimm. Other people have it way worse than us. Anderen Leuten geht es schon viel schlechter als I mean, mir. have you seen what's happening in Israel right now? Ich meine, sehen wir gerade, was in Israel abgeht. That's horrible. Das ist schrecklich. And that is horrible, Und in dieser Welt, but that doesn't mean it still doesn't hurt what we just went through. oder das ist schrecklich, aber das bedeutet nicht, dass ich auch Verletzung oder Schmerz habe. And sometimes we're really good about just ignoring it. Und manchmal sind wir so gut, die Sachen einfach ignorieren. You know, let's watch another TV show. Komm, wir schauen noch eine andere Serie. I'm just gonna work a little bit longer. Ich werde einfach noch ein bisschen länger arbeiten an der Arbeit. I need a drink to take the edge off. Ich muss einen Drink haben, dann nachher tut es nicht mehr so weh. We're really good as adults at finding lots of ways to not actually address it. Und als Erwachsene sind wir eigentlich so gut drin, einen Haufen Auswege zu suchen, um nicht die Sache anzugehen. But unfortunately, this is what gets us stuck. Aber unglücklicherweise ist es genau das, was uns zum Feststecken bringt. Okay, now we get really nerdy. Say again? We get really nerdy. Okay, jetzt werden wir sehr ungemütlich. So this is what's happening inside of you. Folgendes passiert in dir. You start off in a place of rest or a place of relaxation. Es fängt eigentlich an einem Ort, wo du völlig entspannt bist. And then there's some form of event that activates us, that turns on our nervous system. Und dann gibt es da irgendeine Situation, wo unser Nervensystem aktiviert. And our body goes, oh, I have to deal with this. Und unser Körper sagt, ich muss etwas machen, ich muss etwas machen. I need to do something. Ich muss etwas tun gegen das. And then it gets to the peak where we feel everything. Und dann kommt es zum Höhepunkt, wo wir einfach alles miteinander spüren. And usually this is where we talk about doing fight, flight, or freeze. Und das ist normalerweise der Punkt, wo wir uns entscheiden für unter 3 Sachen. Entweder bekämpfe ich es, oder ich flüchte, oder ich friere sozusagen ein. And it causes us, like, we need to do something. Und es führt uns dazu, irgendetwas muss ich machen. There needs to be some form of release that helps us get back to Es relaxation. braucht irgendeine Art und Weise von Erlösung, Befreiung von dem Druck, der da ist. But what I've learned in this process Und was ich in diesem Prozess selber gelernt habe, is that people, specifically, I learned this about trauma. People who have trauma, und das habe ich über Trauma gelernt, Leute, die Traumas erleben, they get stuck right there. da sind sie genau dort drin
am Feststecken. They're constantly in a state of, I need to do something Und sie sind konstant in dem Zustand, ich muss etwas tun, to be able to release it and to get back to relaxation. damit sie irgendwo wieder Entspannung erleben und zurückkommen in die Ruhe. Like God has designed this process for us to experience it, move, and then get back to relaxation. Und Gott hat den Prozess eigentlich designt, dass wir es erleben, dann uns drin bewegen und dann wieder in die Ruhe kommen können. But sometimes we get stuck there. We get stuck in this pain. Aber manchmal bleiben wir einfach feststecken in dem Schmerz. Dr. Gabor Mate Und der Dr. Gabor Mate has said this. hat Folgendes gesagt. I'll just let you read it if you want to make it easier. Okay. Ein Trauma ist nicht etwas, was dir geschieht. Ein Trauma ist, was in dir passiert, aufgrund von etwas, was geschehen ist. Because most of the time we think, oh, the trauma is the event. So meistens denken wir, oh, das Trauma ist die Situation. But the trauma is what happens inside of us. Aber das Trauma ist das, was in uns abgeht. It's the experience we get stuck in. Es ist die Erfahrung, wo wir drin stecken. And it's similar with pain. Und es ist ganz ähnlich wie Schmerz. Whenever we experience this pain, we have a bunch of chemicals that enter our body. Und wenn immer wir Schmerzen erfahren, dann werden ganz viele Chemikalien ausgeschüttet in unserem Körper. That are causing us, telling us to do something. Und die führen dazu, dass sie uns sagen, du musst etwas machen, du musst dich What's fascinating bewegen. is Faszinierend, if you don't deal with them, wenn du mit dem nicht umgehst, then those chemicals stay in your body. dann bleiben die Chemikalien in deinem Körper stecken. And your body knows, oh, this isn't safe for me to have in here. Und dein Körper weiss, das ist nicht sicher, das da zu haben. So what it will start to do is it will start to protect the rest of your body by putting a little barrier around it. Und es fängt an, deinen Körper zu beschützen, indem das eigentlich wie mit einer Schutzummantelung das einkapselt. And it keeps tightening it. Und das tut es fest verschliessen. So it seals this off from the rest of you. Macht es eigentlich komplett abgeschlossen vom Rest von dir. And then some of us go, oh yeah, see, I'm fine. Und dann einige von euch sagen, hey, es fühlt sich wieder gut an, ist alles Yeah, okay? no big deal. Hey, kein Problem gewesen. But then you'll notice you start to have pain in different spots of your body. Aber du fängst vielleicht an feststellen, plötzlich hast du an verschiedenen Orten von deinem Körper wie Schmerzen. You're like, oh, things are more tight now. Hey, die Sache fühlt sich so ein bisschen verspannt oder angespannt an. And sometimes if you ever get a massage and you get one of those knots out, Und dann, wenn du vielleicht eine Massage bekommst und eins von diesen Knöpfen wieder kannst lösen, sometimes you can instantly come back and have a memory from 3 years ago of this painful experience. und da passiert es, dass beim Lösen du plötzlich eine Erinnerung von einer Situation von 3 Jahren zum Beispiel hast und du spürst wieder den Schmerz. Because your body's been keeping it, waiting for you to help it get back. Weil dein Körper hat das aufbewahrt, abgekapselt und wartet eigentlich nur darauf, dass du auf das zurückkommst, um es zu bearbeiten. And some people go, I don't want to talk about pain. Und einige Leute sagen, aber ich will nicht über Schmerzen reden. I'm fine, it's not a big deal. Für mich ist gut, ist kein Problem. But pain isn't something you just get over. Aber Schmerz ist eben nicht etwas, wo du einfach darüber hinweg kannst. Pain is something you have to go through. Sondern der Schmerz ist etwas, wo du mit dem durchgehst. And you will go through it. Und du wirst durch den durchgehen. You're like, this is the worst church service ever. Du denkst vielleicht, hey, das ist jetzt also wirklich der schlechteste Gottesdienst oder Prediger, den ich je gehört habe. Yeah, don't worry. God is taking you somewhere. Keine Sorge, Gott führt uns noch mit There sich. is healing at the end of every journey. Es ist heilig am Ende von jeder Reise. He promises that. Er hat uns das versprochen. But as you're going through this pain, you get to make a decision. Aber währenddem du durch den Schmerz durchgehst, braucht es Entscheidungen von dir. You can either engage God with it, Entweder kannst du Gott da drin mit einbeziehen and you can become more connected. und du kommst in eine stärkere Verbindung mit ihm. You become deeper. Es wird tiefer You become more whole. und es wird ganzheitlicher. Or you can ignore it. Oder du kannst es ignorieren, You can stuff it down. kannst es einfach ein bisschen You can abstopfen, medicate it. du kannst es mit Medizin übertönen. Yeah. Not like physical medicine. Like Also ich meine jetzt nicht physische Medikamente, physical medicine is great. die Just for sind clarity. grossartig. I'm talking like too much Netflix, too much alcohol, Ich too rede much von sex, Medizin wie too much zu anything viel else. Alkohol, zu viel Netflix, zu viel Sex, zu viel was auch immer wir Ja. machen. Because when we ignore it, Weil wenn wir das ignorieren,
we start shutting down parts of ourselves. dann schalten wir eigentlich Teil von unserem Sein ab. We start getting crusty, Und wir werden so ein bisschen wie verkrustet, like dry, trocken more breakable. und auch zerbrechlicher. And there's no shame in this. Und da geht es nicht um Scham in dieser Like, Sache. I find one of the greatest things that stops me from dealing with pain Und eines der grossartigsten Sachen, die ich entdeckt habe, um mit Schmerz umzugehen, is actually the fear of pain. ist eigentlich die Furcht vor dem Schmerz. I'm afraid if I get into it, I don't know if it's going to end. Ich befürchte, wenn ich jetzt da drin hineingehe, dann weiß ich nicht, ob es wieder aufhört. You know, you run a marathon and you think there's a finish line. Ich meine, du rennst einen Marathon und du weißt, da kommt irgendwann mal die Ziellinie. I mean, I haven't run a marathon, that's too much running, but So, ich habe noch nie einen Marathon gerannt, weil das ist einfach zu weit für but you mich. know, the pain has a purpose and it has an end. Aber du weißt, der Schmerz da drin hat irgendwo einen Grund und es wird zu einem And Ende kommen. sometimes when we're dealing with our own pain, it doesn't feel like there's an end. Und manchmal, wenn wir mit unserem eigenen Schmerz umgehen, dann fühlt es sich so an, das hat einfach nie ein Ende. So it's so much easier just to ignore it and move on. So ist es doch einfacher, wenn wir es ignorieren und einfach weitermachen. And so while I was preparing, I wanted to give you a few steps to process pain. Und als ich da mich vorbereitet habe, habe ich einige Schritte für euch, wie man durch den Schmerz gehen kann. And do you know what? Wisst ihr was? There aren't steps. Es gibt keinen Schritt. I wish pain was linear. Ich hätte mir so gewünscht, Schmerz ist linear. It would be so nice to go do this, do this, do this, done. Es wäre Feel so great. gut, wenn man sagt, das machen und dann das, fertig. I would love that. Ich wäre so froh, das wäre And so. it is not that easy. Aber es ist nicht so einfach. So let me give you a few So, of the process. ich gebe euch mal so ein Beispiel von so einem Prozess. It's just messy, right? Es ist einfach So, wild. like, part of it is that we have to get with God. So, das ist der Teil, wo wir mit Gott unterwegs sind. We're gonna, just so you know, we're gonna talk about 3 of these things today. Und wir reden über 3 von diesen Sachen. But I wanna just, here's some things I've found helpful. Und ich versuche euch einfach Sachen mal zu bringen, die ich sehr hilfreich erlebt habe. So it's getting with God, So, mit Gott zusammen sein. it's being still. Being Und still, just rest. zur Ruhe kommen, still sein There's worship. und Anbetung, There's forgiving. vergeben, There's expressing your pain. deinen Schmerz ausdrücken, formulieren, There's praying in tongues. in die Zunge beten. There's all of these things that are just, you do this, and then you do some of this, and then you do this again, and then you do this. Sind all die unterschiedlichen Sachen. Du machst das und danach machst du das und dann kommst du zu dem und dann wieder so. And I find one of the things Und etwas, was ich entdeckt habe, is that there's actually an invitation from Jesus es ist von Jesus eine Einladung da an mich. that we get to experience part of his heart. Und es geht darum, dass wir von seinem Herz etwas Neues erfahren. Matthias can correct me if I'm wrong, Und der Matthias kann mich korrigieren, wenn ich falsch bin. but it feels like there's part of his heart that you can only access when you're in pain. Aber mein Empfinden ist, du kannst Teil von seinem Herz eigentlich nur erfahren oder Zugang finden, wenn du den Schmerz Like there's a selber special durchgehst. part of him Da gibt es einen speziellen Bereich von ihm. that it comes down and gets down with us and says, oh, I'm so sorry. Und da kommt genau der Punkt, wo er mit dir ist und sagt, hey, es tut mir so leid. I know how bad that hurts. Und ich weiß, wie fest das wehtut. Like there's an invitation to get to know how deep and kind he is. Und es ist eine Einladung an dich, an uns, zum erfahren, wie tief die Liebe von ihm ist zu dir. How incredibly patient he is. Wie unglaublich geduldig er ist. How he feels the pain that we feel. Und wie fest er den Schmerz genauso fühlt und kennt, wie du drin bist. Yeah, in Isaiah, it talks about how he is a man who was well known with our sorrow. Und im Jesaja, da gibt es die Bibelstelle, was heißt, er ist der Mann, der so vertraut ist mit all diesen Schmerzen. So don't get me wrong. Some people go, oh, so I have to go through pain to understand Jesus? So, versteh mich nicht falsch, wenn du jetzt sagst, also das heisst, ich muss durch Schmerz durchgehen, damit ich Jesus überhaupt verstehen kann. It's the opposite. Nein, ist gerade umgekehrt. He goes, no, I'm going to give up perfection. I'm going to give up perfection in heaven. So, Jesus hat ja gesagt, ich gebe die Perfektion, das Vollkommene auf And instead, I want to come down to your level. und komme an dieser Stelle runter auf dein Level, wo du bist. And I'm actually going to experience
every piece of pain that you've experienced or that you will experience. Und Jesus sagt, ich erlebe buchstäblich jeden Schmerz und jede Erfahrung, die du je könntest haben, selber durch. Because I want to I need you to know that I know what it's like. Weil Jesus sagt, ich brauche es, dass du weißt, dass ich weiß, wie es sich Like anfühlt. I'm not afraid of your pain. Und Jesus sagt, ich habe keine Angst vor deinem Schmerz. I'm not upset that you're frustrated. Und ich bin nicht hässig, dass du frustriert bist. I'm not above your chaos and your mess. Und ich stehe nicht einfach über deinem Chaos und über deinem Dreck, wo du drin bist. I am here with you in it. Ich bin da mit dir mit drin. I think sometimes it doesn't feel like this, Und ich glaube, manchmal fühlt es sich überhaupt nicht so an. right? It feels like God's like, well, how are you doing down there? Es fühlt sich doch mehr so an, als wäre Jesus so, okay, wie geht's dir da drin? Yeah, well, whenever you're ready to recognize me as God, So, we can talk. Wann immer du mich wieder erkennen als Gott, dann können wir zusammen reden. But earlier when we were talking about me preaching this week, Früher, also vor einigen Tagen, als wir zusammen geredet haben darüber, dass ich predige, I was very honored, but I also was thinking, I was like, okay, what have I been learning? What have I been thinking about? What have I been experiencing with God? es hat mich so geehrt und ich bin am Überlegen gewesen, hey, was bin ich gerade am Lernen, was bin ich am Erfahren mit Gott? And I thought, well, nothing. I've just been dealing with so much pain. Und ich habe mir gesagt, hey, eigentlich nichts Grossartiges, ich habe so viel Schmerz, den ich durchgehen muss. And so much just frustration. Und so viel Frustration, die ich erlebe. And I'm sitting here waiting for God to come through. Und ich sitze da und warte, dass Gott durchbricht. And one of the things I've been learning Und etwas aus dem habe ich gelernt, is that it almost feels like God waits us to be vulnerable with Him so He can meet us where we are. es fühlt sich an, als würde Gott auf mich warten, bis ich verletzlich genug bin, damit er mich dann dort treffen kann, wo er mich will. He's not going, well, when you get yourself together, let's talk. So, er ist nicht so, okay, wenn du dich wieder eingekriegt hast, dann reden wir zusammen. He's literally coming down here and going, hey, Nein, er kommt buchstäblich da und sagt, hey, will you come to me? willst du zu mir kommen? I know that hurts so bad. Ich weiß, dass es sich so schlecht anfühlt. Can we talk? Könnten wir zusammen reden? Can I give you a hug? Könnte ich dich umarmen? Can I just hold you? Kann ich dich einfach heben? Like, please just, the invitation is just, will you come? Will you come sit with me? Und so, die Einladung bitte ist einfach, kannst du einfach mal kommen, wir sitzen zusammen. I think in this process, this is tied, in this process, I feel that pain has to have an expression. Und in diesem Prozess, da denke ich, da braucht, dass der Schmerz einen Ausdruck überkommt. There has to be some of that release that gets you off of the roller coaster. Und damit es wie eine Befreiung gibt, dass du aus dieser Achterbahn rauskommst. And I don't know about you, but mine is not pretty. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das sehr unschön. Lately, mine has involved a lot of yelling. So, in der letzten Zeit ist so mein Schmerzausdruck viel Schreien und laut sein. And I love the verse in Romans where it says the Holy Spirit like groans and longing for us as He prays. So, ich habe plötzlich den Bibelvers Liebe bekommen im Römerbrief, was heißt, der Heilige Geist, er ächzt oder er stöhnt. Yeah, because mine has involved a lot of groaning. So, bei mir wäre es auch ein Haufen Stöhnen in letzter Zeit. Usually in the car, so it's just me and Jesus. Oft im Auto, nur ich und Jesus. But sometimes we have to have this expression. Und manchmal braucht es, dass es einfach eine Ausdrucksform findet. Maybe yours is pretty. Maybe it's in a song. Maybe it's poetry. Maybe it's in painting. Vielleicht ist dies ja wunderschön, dass du dann halt ein Gedicht redest oder ein Lied singst. However it is, it has to come out. Aber wie auch immer, es muss irgendwo raus. Actually, fun fact, do you know the song How He Loves? So, der Fun Fact, kennen das Lied How He Loves? Yeah, beautiful song, right? Wunderschönes Lied, ja. He wrote that song right after his best friend died. Und der Songwriter hat das Lied geschrieben, gerade nachdem sein bester Freund gestorben And it ist. was in the pain and the frustration and the anger at God and his just, let's go, that he wrote that song.
Und das ist in seinem Schmerz, in der Frustrierung, in Frustration, im Nicht-Verstehen gewesen, wo er gesagt hat, jetzt das Lied, so schreib es. And I actually think that when we process our pain, Und ich denke, wenn wir unseren Schmerz with God, prozessieren, mit Gott, that it will bring healing to those around us as well. dann bringt es sogar Heilung für die Leute, die rund um uns herum sind. I'm not processing my pain for your healing, So, ich prozessiere meinen Schmerz nicht wegen deiner Heilung, but you're welcome afterwards. aber du bist auch willkommen, das so zu erleben. I wanted to give you a few just conversation starters with So, God. einige Konversationseinstieg mit Gott in solchen Situationen. I mentioned anger, right? Ich habe Wut angesprochen oder Zorn. I think a lot of times we're Christians, we don't get angry. Ich denke, oft ist so, wir sind Christen, also wir werden sicher nicht wütend. Everything's fine. I trust Jesus with everything. Alles ist doch okay, ich vertraue Jesus in allem. Yeah, I'm not that kind of Christian. So, ich bin nicht die Art von Christ. I've actually learned that when I'm angry about something, it really just points to something that I value that's been violated. So, ich habe gelernt, dass wenn ich irgendwo in so einer Situation bin, dann nachher, dann gehe ich auf etwas, was ich eigentlich sehr wertvoll finde. I mean, I learned that at the end. So, ich habe das eigentlich erst nachher festgestellt und gelernt. So here's some of these things just to give you an idea of how you can start talking. So, das sind einige Sachen, wie ihr könntet so das Gespräch anfangen. Beispiel. I won't read through all of them, but you can read them. Ihr könnt die lesen, ich lese jetzt nicht But alles. sometimes it's like, I'm upset at you at this. Aber manchmal ist es mir so, ich bin verrückt auf etwas. And sometimes I'm like, God, I'm actually really disappointed in you. Und ich sage, Gott, eigentlich bin ich richtig enttäuscht ab dir. I don't know why this happened. Ich weiß nicht, warum das passiert. Frankly, I don't know where you are. Und eigentlich muss ich sagen, ich weiß nicht mal, wo du bist. I've yelled that behind my steering wheel many times. Ich habe das so oft hinter meinem Steuerrad ihm ins Gesicht geschraubt. And honestly, I felt a lot of shame about it until about 15 minutes ago. Und ehrlich habe ich mich echt geschämt wegen all dem bis vor etwa 15 Minuten. But I was like, I don't know what else to do. I'm trying to do the right things, but I also just have to be honest with you. This is where I am. So, und ich sage, ich weiß nicht genau, was ich tun soll, aber ich soll ja ehrlich sein mit dir, also das bin ich einfach. And so I actually had this in my notes, took it out, and then put it back in. So, ich habe das in meine Notizen da habe ich es wieder rausgenommen. And I wieder find reingetan. Psalms 42 is great for this. Und ich glaube, Psalm 42 ist grossartig, genau. This das is, zu beschreiben. this is the psalm that starts out, as the deer panteth for the water. You can sing too. Ja, Yeah? genau. So, der Psalm fängt ja an, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Right. It sounds really nice, right? We sing that song and we're like, it's so peaceful. Ja, es tönt doch irgendwie so schön und angenehm und man denkt, es ist ja so friedlich. But if you read the rest of it, Aber wenn nachher der Rest liest, he gets schizophrenic. es wird ziemlich rauch. Like, I want to read you a couple of the verses. You should read it later because it's awesome. But he's all over. So, ich lese euch 1, 2 Vers, aber ich lese mal das Ganze. Er ist wirklich überall. So I'm going to read this just, so you know. So in verse 5 it says, why are you... Sorry, let me read it with the right tone. Also Vers 5, lass mich die richtige Stimmung finden. Yeah. He said, why are you downcast, my soul? Er sagt, warum bist du so niedergeschlagen, meine Seele? And why are you at turmoil within me? Und warum bist du so aufgewühlt in It's mir? like, okay, hope in God. Also, Hoffnung auf Gott. I shall again praise you. Und ich will dich wieder anbeten. You skip to verse 8. Und dann Vers 8. He says, by day the Lord commands his steadfast love, and at night his song is within me. Am Tag stehe ich fest im Herr und in der Nacht ist sein Lied in meinem Herz. I say to God, my rock, Ich sage zu Gott, mein Fels. why have you forgotten me? Warum hast du mich vergessen?
He's like, why do I go on mourning? Why does this keep happening? Warum bin ich jetzt wieder am Klönen? Was passiert mit mir? It's the same verse. Es ist im gleichen Vers. He's like, my God, my rock, you pour out your love for me. Sagt, mein Herr, mein Fels, deine Liebe fließt. So why have you forgotten me? Wieso hast du mich vergessen? Where are you? Wo bist du? And he goes back and forth the entire psalm. Und er geht hin und her in dem ganzen Psalm. And I'm like, I get it. Und ich denke, hey, ich check es That's jetzt. the way I feel. Genau so geht es mir. I love you. Ich liebe dich. I trust you Ich vertraue dir. most of the time. Meistens. But I'm... Aber jetzt. And this has been my last 8 months. Und das sind so meine letzten Monate. And this is where I feel like it's this wrestle with ourselves. Und das ist so mein Empfinden. Wir kämpfen mit uns selber. Like, we have to be able to be honest with God. So, wir müssen fähig sein, ehrlich sein mit Gott. Sorry, I scared my son. Oh, jetzt habe ich meinen Sohn geängstigt. But we have to be able to be honest with God and where we are. So, wir müssen fähig sein, ehrlich sein mit Gott. But there is something inside of us that we need to make sure that we're prioritizing worship. Und dann ist etwas anderes in uns, dass wir sicherstellen, dass wir die Anbetung priorisieren in unserem Leben. Is this the right slide? Huh? Is this the slide about worship? Ja. Okay, great. My German's still getting there. Yeah, but when we worship, what it does is it reminds us of who God is. Wenn wir nämlich anbeten, dann erinnert uns das, wer Gott ist und wir. Because pain is important to express. So, Schmerz ist wichtig, dass das einen Ausdruck findet. But in the process of which, it can tell us a different view of God. Aber in dem Prozess kann uns das eine andere Perspektive von Gott zeigen. It can tell us that He's not as faithful as we thought. Es könnte uns nämlich sagen, er ist nicht so treu, wie wir gedacht haben. That He is good for most people. Oder dass er gut ist für die meisten Leute. Yeah, but apparently not me. Aber sicher nicht mir. And then when our view of God goes off, or it's like wrong, Meine Perspektive von Gott wird völlig verzogen und falsch. well then I'm next. Then my view of me is off. Und dann, was ist das Nächste? Meine Selbstsicht ist genauso falsch. And then my view of my family is off. Und dann nachher wird meine Perspektive über meine Familienmitglieder auch verzogen. And what I expect from my friends and my family Und was ich von meinen Freunden und meiner Familie erwarte, is not an accurate representation of who they really are. ist überhaupt nicht mehr die Repräsentation, wer sie wirklich sind. And so it's this wrestle. Und so ist das der Kampf. It's being the honest, Es geht darum, ehrlich offen zu sein. but it's also in worship then going, okay, let me remind myself this is who you are. Aber jetzt geht es eben auch darum, zu sagen, hey, erinnere mich wieder neu, so bist du. And in this process, then we have who God says He is in reality, Und in dem Prozess, da haben wir, so ist Gott in Realität und and who Wahrheit. our pain says He is. Und das ist unser Schmerz, der sagt, wie er ist. And then we get to choose. Und jetzt müssen wir anfangen, uns zu entscheiden. And again, expression is important because this is what's going on inside of us, Und whether we nochmal, realize it or not. Ausdruck zu finden ist wichtig, ob wir jetzt das wollen oder nicht. Yeah, okay. So there's this expression that actually God invites us to express our frustration and our anger and our sadness. So Gott lädt uns wirklich ein, dass wir unsere Wut und unsere Traurigkeit zum Ausdruck bringen. And He's like, I'm going to meet you there. Und er sagt, ich will dich genau da treffen. I keep showing up. So, ich werde auftauchen. Keep being honest. Und bleib du ehrlich und offen. And continue to worship. Und bleib im Gleichen dran, mich anzupacken. Can I be honest? Kann ich mal ehrlich sein? I'm assuming it's a yes. Okay, great. Okay, jemand hat ja gesagt. This is really painful. Das ist richtig schmerzhaft. I don't want to do this. Das will ich nicht. I just want to scream. Ich wollte einfach nur schreien. But I realize this is important. Aber ich realisiere, das ist wichtig. Because this actually is the hug that I need. Weil das ist die Umarmung, die ich unbedingt brauche. This is my connection point with Him. Das ist mein Berührungspunkt mit ihm.
Okay, there's one other thing I want to present to us. Noch eine weitere Sache möchte ich mit uns anschauen. A few things that I've learned while helping others walk through pain. Ein paar Sachen, die ich gelernt habe, im anderen helfen, durch den Schmerz durchzugehen. And sometimes, honestly, this gives me more permission for myself as well. Und manchmal, ganz ehrlich, gibt das mir wieder Erlaubnis, auch mit mir selber ehrlicher zu sein. In Romans it says to mourn with those who mourn. Im Römerbrief heisst, weinet mit denen, die weinen. It does not say sozo them. Es heisst nicht, It is mach not- mit ihnen ein Sozo. It does not say ask them who they need to forgive. Oder es heisst auch nicht, hey, frag sie, wer müsstest du jetzt vergeben? It does not say give them a prophetic word so they feel better. Und das heisst auch nicht, gib ihnen jetzt ein prophetisches Wort, dass sie sich besser fühlen. It says mourn with them, Es heisst, wein mit ihnen, grieve with them, bist traurig mit ihnen. like come down with them. So, komm einfach mal runter mit ihnen. In this process, your job is not to solve their problem. So, in diesem Prozess ist deine Aufgabe gar nicht, ihr Problem zu lösen. I know, guys, every wife has told her husband this saying. Und so, Jungs, ihr kennt jetzt deine Frau, jede hat dir schon mal das gesagt. I don't want you to fix it. Ich brauche jetzt nicht eine Lösung von dir. Just listen. Lass mir einfach zu. And he's like, I can't. Und ich so, ich kann nicht. I need to fix it. Ich muss es lösen. So here's what I've learned. So, ich habe Folgendes gelernt. As you're walking with someone through the pain, it's not about fixing it or resolving their problem. So, währenddem du mit jemandem durch den Schmerz begleiten gehst, geht es nicht ums Problem zu lösen, It's about walking with them in the pain. sondern einfach mit der Person im Schmerz unterwegs zu Because sein. they don't need, remember this guy? So, erinnert euch an Yeah, die they don't need the bottom. Zeichen. Sie brauchen jetzt nicht, They need you to Der help Boden. them express it. They need you to help get it out so that they can get there. sondern sie brauchen dich, um den Ausdruck zu finden und eine Freisetzung durch das zu haben. The validating, what does that look like, right? So, wie kann die Anerkennung Ja. spürbar oder erfahrbar sein? It does not mean you have to agree with him. So, es heisst nicht, dass du einverstanden musst sein mit der It doesn't mean, yeah, you're right. Das heisst das nicht, ja, genau, du hast so Yeah, recht. yeah. That guy is a jerk. Der Typ ist He's wirklich so ein Idiot. selfish. Der ist so I can't selbstsicher. believe that. Ich kann es auch nicht You glauben. don't have to agree with their result, So, du musst überhaupt nicht mit ihrem Resultat but you can be with übereinstimmen. them in the pain. Aber du kannst einfach im Schmerz mit der You can Person say, sein. oh, I can see how that would hurt. Du kannst sagen, oh, ich spüre, das ist so schmerzhaft. Ouch. Autsch. Yeah, like that could feel like a lot of pain. Das fühlt sich nach viel, viel Schmerz an. I'm so sorry. Hey, es tut mir so leid. Yeah, you're right. You're getting down with your little kid. Und es ist wie wenn du mit deinem kleinen Kind auf die Knie kannst. You don't have to correct them. Und du musst das Kind jetzt nicht korrigieren. You don't have to correct their theology. Du musst nicht die Theologie vom Kind korrigieren. They may say horrible things about God, Die sagen vielleicht ganz schlimme Sachen über Gott. and your process is to go, ouch. Dein Prozess ist, ouch. A marriage counselor that we were working with So ein Eheseelsorger, wo wir mit ihm zusammenarbeiten, gave us this tool. hat uns folgendes Werkzeug gegeben. Ooh, Oh, yeah. ja. Oh, Oh, it actually works really well. hey, es funktioniert extrem gut. Because you don't have to agree with him. Weil wir müssen nicht einverstanden sein mit ihm. There are certain things that I have said about my job or about my friends. Da gibt es Sachen, die ich über meinen Job oder über meine Freunde gesagt I habe. know it's not true, Ich weiß, dass die nicht wahr sind. but man, I still feel it. Aber ich fühle sie so. And so I don't need Michelle to go, well, you know that's not true. Also braucht es Michelle nicht, dass sie noch sagt, ja, ja genau so. But when she goes, oh, Wenn sie sagt, oh, yeah, that would be frustrating. wow, das frustriert. And I'm like, yeah, it is frustrating. Und ich sage, ja, das frustriert wirklich. But I know it's not true. Ich weiß eigentlich, dass es nicht richtig ist. Because what I need is I need to get off the mountain. Weil was ich in dem Moment brauche, ist über den Berg I need to come hinzukommen, down. dass ich wieder runterkommen kann. Two little tips, 2 kleine Tipps. because I forgot to say them earlier. Ich habe die vergessen vorher anzumerken. One, when you're expressing your pain So, das eine ist, wenn du deinen Schmerz zum Ausdruck bringst and you're expressing it with God, just let it be messy.
Und wenn du deinen Schmerz Gott bringst, kannst du es ohne Filter einfach rauslassen. One thing I try to do is I try not to, how do I say this? I try not to be angry at the person, Und etwas, was ich versuche zu machen, ist, ich versuche nicht wütig auf die Person zu but sein, I'm trying to be angry at what they did. aber ich versuche wütig zu sein, auf was sie da haben. I'm trying to be upset and in pain about the experience we had. Ich versuche wütig zu sein oder Unverständnis auszudrücken über das, was sie gemacht haben. Because whenever I'm angry at the person, Weil wenn immer ich wütig bin gegen die Person, I actually start to partner with the accuser. dann fange ich an, in Partnerschaft zu kommen mit dem Ankläger. I'm going, you're right, he is. He's so selfish. Weil der kommt gerade rein und sagt, ja, ganz genau, Ja, er ist so egoistisch. He doesn't care about me. Der kümmert sich so nicht über mich. You know, I don't even think he's spending time with Jesus. Ich weiß nicht einmal, ob der überhaupt Zeit mit Gott verbringt. Or, you know, my wife hasn't cared. Oder, ja, meine Frau, die I don't kümmert know if sich she's nicht. ever really cared. Ich weiß im Moment eigentlich Right. gar nicht, ob sie überhaupt It's- jemals so sich um mich gekümmert hat. It's easy for us to start building another story Und es wird ganz einfach für uns, dass wir plötzlich eine völlig andere Geschichte when we anfangen start blaming the aufzuziehen, person rather than the behavior. weil wir anfangen, die Person zu beschuldigen, statt zu verhalten. So again, that's what I'm working on. So, das ist eins, wo ich daran am Arbeiten bin. That doesn't mean I'm there yet. Aber das heisst nicht, dass ich schon dort bin. Sometimes I feel like I have to be ugly to get where I need to go. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss so richtig dreckig sein, damit es mir hilft, dort hinzukommen, wo ich will. The other thing is, whenever you're working with somebody, Und etwas Zweites ist, wenn du mit jemandem dran bist, I can sit with them, dann kann ich mit ihnen zusammen sein, but I don't have to take on their offense. aber ich muss ihres beleidigt sein, nicht selber aufnehmen. I don't have to be angry at the other person to Ich- validate them. Ich muss nicht auch wütig werden auf die andere Person, I can um go, yeah, der Person Empathie zeigen. Yeah, I can say, wow, yeah, that really does hurt. Ich sage, wow, ja, das tut wirklich weh. And I think a lot of times, once we come off the mountain, Und ich meinte ganz oft, wenn wir wieder von dem Berg runterkommen, we're down at a place that we can have maybe some more of the conversation. dann sind wir wieder in der Verfassung, wo wir ein bisschen mehr können über das austauschen You could say, hey, thanks for sharing. Und du kannst vielleicht sagen, hey, danke vielmals, dass du das mitteilt hast. Thinking about what some of the stuff you said, do you really believe some of those things? Ich habe mir nur so Gedanken gemacht über Sachen, die du da vorhin gesagt hast. Denkst du oder glaubst du wirklich die Sachen, die du gesagt hast? Because sometimes like, no, I don't, I'm just angry. Und die andere Person, nein, ich bin einfach nur wütig. I'm like, okay, cool. Also gut. And you can go. But if they're like, yeah, I really do think he is like that. Und dann sage ja, ich glaube wirklich, dass die Person so ist. Some simple language is to go, oh, I haven't experienced him like that. Und da wäre vielleicht eine einfache Ausdruck gewesen. Aha, ja, ich habe schon solche Erfahrungen gemacht. Because when you correct them, you're against them. Weil wenn du die Person korrigierst, dann bist du wieder gegen sie. But as you validate them, you come alongside them. Aber wenn du es anerkennst, dann kommst du auf die Seite Und von der Person. Hey, let's navigate this together. Sagst, komm, wir navigieren miteinander durch das. I'll be with you in this. Ich will mit dir sein in dem. Great. Okay, and so, like I said, I wish pain was easy. Und wie ich schon erwähnt habe, ich wünschte, Schmerz wäre so eine einfache Sache. I wish I could give you the right steps. Und ich wünschte, ich könnte euch einfach so 3 Schritte But aufzeigen. over and over again, I just feel God continue saying, just keep going. Aber immer und immer wieder höre ich, wie Gott sagt, bleib dran, bleib Like, dran. keep showing up. Komm, bleib drin, tauch auf. I know it's very hard. Und ich weiß, es ist eine schwierige Sache. And there's not a nice, pretty way to do this. Und es ist eigentlich nicht eine nette, schöne Sache. But God's not interested in nice and pretty. Aber Gott ist nicht interessiert an hübsch und angenehm. He's interested in real. Er ist interessiert am Realen. He knows we're messy. Er weiß, dass wir manchmal ein bisschen Yeah. And like Messy sind. he literally came down, got as messy as it was as possible so that he could make us the beautiful thing again. so, er ist gekommen zu uns
in die grösste Unordnung, um das Schönste daraus machen, was er in uns sieht. So my request of you today Und so, meine Bitte an dich heute, is to keep showing up. bleib dran. Like whether there's a past pain that you've stuffed to the side, Sei es vergangene Schmerz, den du auf die Seite geräumt hast, or there's a current pain that you just can't seem to get over. oder es ist jetzt gerade aktuell ein Schmerz, der sich anfühlt, ich komme da einfach nicht daraus raus. I really feel God saying, just keep showing up, keep Und coming to me. ich empfinde, wie wirklich Gott uns einlädt und dir sagt, komm, tauch auf, komm mit dem zu mir. Let's do this together. Lass das miteinander mit mir zusammen machen. Yeah. So I want to ask you, if you feel like this, if you feel like there's an old pain that I probably have to deal with, or there's a current pain that I'm still working through. So, wenn jemand dich fragt oder bittet, in einen vergangenen Schmerz, den sie bearbeiten wollen, oder etwas, wo sie gerade drinstecken, I want to ask you to do something really hard. dann bitte ich dich, jetzt etwas richtig Schwieriges zu machen. I want to ask you to re-engage God with it this week. Ich bitte dich, dass du Gott ganz neu wieder in das hineinholst, in dieser Woche. I want to ask you to keep showing up. Und ich bitte dich, dass du da drin real wirst und auftauchst. Yeah, and I want to ask you just to go for it now. Like, if this feels like you, I'd ask you to stand up. Ich will dich nicht bitten, das einfach nur jetzt schnell zu machen, aber ich bitte jetzt, wenn du sagst, hey, in dem bin ich oder das kenne ich, da habe ich auch, dann steh doch jetzt auf. Just to say, yeah, I'm gonna re-engage this week. Und du sagst damit, ja, ich will in dieser Woche an das dran gehen. Cool. Jesus says, come to me who are weary and tired. Und Jesus hat gesagt, kommt zu mir, ihr, die mühselig und beladen sind. If you're overburdened and overwhelmed, Wenn du überwältigt bist und belastet, come share it with me. komm und teils mit mir. Let me come alongside of you. Lass mich an deine Seite kommen. Holy Spirit, Heiliger Geist, I ask you to come be the comforter. und ich bitte dich, dass du kommst als der Tröster Bring your heavy presence for those who are standing. und bring deine dichte Gegenwart And for für all die, those die da who stehen. and for those who want to stand but are so frustrated at you still. Und komm zu denen, die gerne hätten wollen aufstehen, aber einfach noch zu frustriert sind. Come and just hug. Komm du und umarm du uns. Rest with us. Bist mit uns Reassure us. und bring neu eine Versicherung, Be with us in that process. dass du mit uns bist in diesem Prozess. And I pray for the bravery and the honesty to be able to to be vulnerable with God. Und ich bete für all die Mutigen, dass sie verletzlich sind mit dir. No matter what it looks like. Ganz egal, wie du aussiehst. I'm going to open myself up to you, Ich will mich ganz auftun dir gegenüber. and I'm inviting you to open yourself up to me. Und ich lade dich ein, dass du dich mehr öffnest, Herr. Yeah, and I pray just a protective covering from the enemy. Und ich bete um Schutz vor dem Feind in dem Sinne. That as we open ourselves up, that there are no lies and there are no accusations. Dass währenddem wir uns so einfach verletzlich öffnen, dass weder Lüge noch Anklage, There are no personal attacks about what we did or didn't do, keine persönliche Attacke, das haben wir gemacht oder so wäre es gewesen. but there is this safe, sacred place Nichts von dem kommt, sondern dass das ein sicherer Ort und Raum ist. just between me and you.
zwischen dir und ihm. I want to end just praying Romans 15:13 over you. Und ich möchte enden mit einem Gebet, Römer 15 über dir. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Möge der Gott von der Hoffnung mit dir sein, mit allem Frieden. So by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Und dass durch die Kraft vom Heiligen Geist du in der Hoffnung überfließend bist. So schön, dass du heute teilgenommen hast an unserem Gottesdienst. Es ist unser Wunsch von Herzen, dass du Gott kannst erleben kannst, weil er ist so gut. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, dann wollen wir das mit dir feiern. Auf dem Bildschirm siehst du einen QR-Code und damit kannst du die Bibel herunterladen und alle Verheißungen drin lesen, die Gott für dein Leben hat. Wenn du in der Region Aarau oder Rheinach wohnst, laden wir dich herzlich ein, vorbeizukommen und uns persönlich zu treffen. Abonniere unseren Kanal und bleib verbunden für unseren wöchentlichen Livestream-Gottesdienst. Und um mehr über unsere Gemeinde zu erfahren, die Angebote, die dir dienen, einen weiteren Schritt in deinem Glauben mit Jesus zu gehen, folg dem Link. Wir wünschen dir eine Woche voll Segen und bis zum nächsten Mal.